Clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Renato knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it, to take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Renato really leave an old friend to the Ravens? Und damit herzlich willkommen zurück zu Story The Path of Destinies. Und wir versuchen nun wieder einmal die Geschichte oder die Wahrheit über Zenobia herauszufinden. Und ich glaube, diesmal fangen wir einfach mit dem Bau des Sky Rippers an und hoffen, dass uns das zu dem richtigen Ende führt. Every child knew about the Sky Ripper. The Transcendent Emperor had buried its pieces deep. And then, this Emperor's horrific sacrifices had brought it back to the surface. Renato wasn't exactly sure how to use the legendary weapon. But surely, there must be some way to do it without provoking another catastrophe. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the Earth? It was more than Renato could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. So, dann schauen wir doch mal, ob uns das zu dem richtigen Ende bringt oder ob wir mal wieder verkackt haben, was die Auswahl angeht. Das wäre auf jeden Fall nicht so geil. Denn ich will das schaffen und ich glaube, mit dem Sky Ripper haben wir den richtigen Ansatz. Denn wenn ich mich nicht täusche, sollten wir jetzt zweite oder dritte Möglichkeit nach dieser Quest hier dann das Reden mit Zenobia bekommen. Also als Möglichkeit. Und das wäre ziemlich gut, weil wenn wir mit ihr reden können, dann können wir vermutlich auch schaffen, dass wir so ein bisschen für sie da sind. Doof wäre jetzt nur, wenn das zweite, was wir wählen können, also nach dieser Mission hier, wäre, dass wir Lapino retten. Also, dass es immer noch eine Möglichkeit gäbe, ihn zu retten. Denn Lapino will ich nicht retten, weil der ist böse. Ja, der ist sehr böse und nee, ist nicht so das Wahre, ihn zu retten. As he set foot on the island, Renato couldn't help feeling a bit curious. Was Lapino still waiting to be rescued? No. He was probably drinking champagne with the ravens. Did ravens drink champagne? Did rabbits? Renato felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Sky Ripper? Renato never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Das ist die Frage. So, ich würde gerne nochmal hier rein. Ich schaue da immer wieder gerne rein, obwohl wir wissen, dass wir eigentlich schon alles haben. Was eigentlich ziemlich düdelig ist, dass ich da überhaupt noch reinschaue. Aber ich denke mir jedes Mal so, oh, vielleicht ist ja doch was Neues da. Naja. Sei es drum. Das sind geile Tore. Richtig coole Tore sogar. So. Oh. Renato hated gogglers, but it freaked him out to cut them. Definitiv mag ich die nicht. So. Hier waren wir aber auch schon mal mit dem leeren Schwert, wenn ich mich recht erinnere. Natürlich müssen wir jetzt hier eigentlich, obwohl es geht wahrscheinlich schneller, wenn wir hier reingehen. Also ich glaube, ich weiß es nicht. Es könnte natürlich sein, dass wir jetzt auch voll den Umweg nehmen. Was nicht so geil wäre. Naja, ein paar Gegner sind immer gut. Das war dumm. Und da haben wir die Zeitverlangsamung. Oder Slow-Mo, wie man es nennen will. Nee, das war sogar Zeit anhalten, gell? Zack.
Und bam. Schlechte Kombo, aber nichtsdestotrotz. There had to be a way to use the Sky Ripper without causing a catastrophe. Why? Maybe it's always dangerous, he imagines Zenobia saying. Das hatten wir schon mal Always gelesen. the voice of reason, that one. Well, there had to be a way to use the Sky Ripper because not being able to use it was boring. So there. So, also nicht wundern, das da eben hatten wir schon mal gelesen. Deswegen habe ich es jetzt nicht nochmal gelesen. Building these platforms was so expensive, they'd run out of budget for guardrails. Also meine ich jedenfalls, mich zu erinnern. Ich kann mich natürlich auch gerade täuschen, aber ich meine sehr stark, mich zu erinnern, dass wir das schon mal gelesen haben. So, zack. Ach, Mist. Und zack. So, hier ist mal wieder nichts drin, aber wir können ja immer mal, weißt, wir haben ja nichts Besseres zu tun, als danach zu suchen, nach dem nichts, das in den Truhen lauert. Na gut, sei es drum. So, hier müssen wir nicht rein. Aber wir können hier weiter. Nee, warte mal, hier kam ich doch her, gell? Oder täusche ich mich gerade? Dann müsste es ja hier weitergehen, ja. Zack. Und zack. Und zack. Ich finde es sehr gut. Das ist so ziemlich das Beste, was wir machen hätten können. Das ist das mit den Schilden. Also, dass wir, sobald wir Leute mit Schilden schlagen, die Schilde gleich zerbrechen. Finde ich jedenfalls das Beste, was wir machen konnten. Also das feiere ich immer noch ziemlich. So, das war aber auch nicht richtig. Dann gucke ich halt mal in das Heldentor rein. Dann ist es halt wahrscheinlich doch der richtige Weg. Aber ich dachte so, ah nee, eine Tür. Das ist es wahrscheinlich dann doch nicht. Egal. Und wenn es jetzt richtig ist, dann ist doch immerhin gut. Zack. Okay, das war ziemlich risky gerade. Wie so oft schon. Zack. Hey, why don't you guys fight in groups? Oh, I know. Because there's no I in team. Oh, komm her. Das Dashen finde ich ziemlich geil. Und da haben wir wieder die Slow-Mo. Das ist gut. Und wir können jetzt One-Hitten. Easy. Ach, so läuft es halt gut, gell? So läuft es halt gut. Wenn wir alles One-Hitten, ist alles gut. Das Doofe ist halt immer nur beim One-Hitten, was mich noch so ein bisschen stört, ist, dass wir keine Combo kriegen können. Also, dass wir keine so große Combo kriegen können. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber na gut. Man kann halt auch nicht alles haben. See? That wasn't so hard. Und wir können auch was Neues jetzt entwickeln. Und das finde ich mal gut. Die Frage ist nur was. Also bei Zeit haben wir jetzt alles. Das ist ganz geil. Hier können wir jetzt, du erholst dich von einem dauerhaften Angriff und der Angreifer fällt zu Boden. Okay. Das verstehe ich zwar noch nicht so ganz. Was haben wir noch? Stürzen, ein Gegner betäubt ihn, wirft ihn um, kann durch einen Schilden ausgerüstete Gegner hindurchstürzen, erhöht die Gesamtgeschwindigkeit des harten Schuss. Ah, okay. Also es gibt schon viel, das wir skillen könnten, aber auch nicht so von wegen, ach, das brauchen wir jetzt unbedingt. Wobei das mit dem Leben wäre dann schon das einigermaßen Beste. Aber alles andere benutze ich halt auch nicht, gell? Wir machen mal das hier, weil das verstehe ich am wenigsten. Aber ich glaube, das ist einfach nur, wenn wir ihn greifen. Und deswegen bringt mir das eigentlich auch nichts. Und da ist auch schon das Gehäuse. There it was. Sky Ripper's armature. The stuff that dreams are made of. Engineers' dreams, anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How was it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Sky Ripper had a heart. A core that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's Raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. Und das klingt genau nach dem Ende, das wir haben wollen. Renato
asked himself why he changed course to confront Zenobia. He'd no idea. Sometimes he would just do things, and he could never figure out why he'd done them. Usually, they worked out. After all, he was a hero. Ach, perfekt. Das klingt nach dem Ende, das wir haben wollen. Und das war sogar eine Sache, die wir noch nicht hatten. Das habt ihr an den Ausrufezeichen da gesehen, das wir schon lange nicht mehr hatten. Weil wir haben ja schon alles. Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Komisch erzählt, aber nichtsdestotrotz macht das Ganze Sinn. Und ich freue mich jetzt auf das, was wir jetzt erleben werden. Das wird toll. Das wird sehr toll. The truth is, though, he wanted to see her, wasn't it? It had been a dozen years since Swordfu School. He'd followed every rumor about her, every scrap of news. Not that he still loved her. After all, she was his enemy. No, it was solely because know your enemy. But it would be great to see her. Even if they faced off across sword points, as they'd done so many times at school. The world was a less interesting place without her. Oh, was eine süße Geschichte. Was mir halt auch wieder auffällt, wenn wir diese Türen nehmen, die wir eigentlich nicht brauchen, finden wir halt trotzdem immer wieder Gegner, die wir fighten können, was uns ja wiederum Level Up einbringt. Und Level Up bringen uns ja wiederum diese Punkte ein, um Fähigkeiten zu skillen. Von dem her bringt es ja schon was, alle Wege zu erkunden. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denkt man sich halt auch so, oh, warum sollte ich das jetzt nochmal erkunden? Weil das haben wir ja eigentlich schon und wir finden ja in den Truhen gar nicht mehr und bla. Also das ist so ein bisschen, ich bin immer so zwiegespalten, wenn ich so eine Tür sehe. Meistens entscheide ich mich dagegen, aber jetzt gerade habe ich mich halt wieder dafür entschieden. Ist halt schon interessant. Selbst wenn man die Türen schon kennt, denkt man sich so, oh, was könnte da sein? Wirklich, wirklich komisch. Na gut. Zack. Und noch eine schöne Truhe. So, und jetzt noch ein paar Gegner. Yep. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie das wird mit Zenobia. Ich bin gerade richtig so in dem Modus, wo ich mir so denke, so, geil, geil, geil. Ich glaube, wir haben das richtige Ende. Geil, geil. Das denke ich mir gerade so, aber ich weiß es halt noch nicht. Und das macht mich gerade so ein bisschen fertig. Aber na gut. So ist das Leben. Man kann halt auch nicht alles wissen. So, 9000 XP fehlen noch. Und da merkt man schon, wie viele Gegner man eigentlich töten muss. Das ist echt unglaublich. Wir sehen halt auch nie so einen riesengroßen Haufen. Wir hatten es bis jetzt immer so, dass so ein paar da waren, aber noch nicht so krass viele. This kind of firewall. You had to warm it up to you. Yep. Das stimmt. Aber die brauchen wir halt, wie gesagt, nicht. Denn wir wollen einfach nur nach unten. He couldn't do worse with Zenobia than he'd done with the core, could he? So, let's see. Was finden wir hier unten? Oh. Oh, das war dumm. Die zu treffen ist halt nicht so leicht, gell? Na gut, so geht's aber. Oh. Oh. Zack. These things really slice like ham. Und zack. Da vorne ist eine Teleportationsplatte. Die nehmen wir jetzt einfach mal. Reynardo wasn't entirely sure how he was going to capture Zenobia. She'd be expecting him. And he didn't have Lapino to cook up a clever plan. Why was it again that he hadn't got the core? Maybe because the results tended to be disastrous. These streets were familiar. The Swordfu School was closed now, but he had been down that street 1,000 times. He knew that pub. He knew that alley. He knew the alley behind it much too well. No wonder Zenobia had chosen to invade this island herself. Das war gerade mal wieder doof, die Combo, wie wir sie verloren haben. Ach, das ist toll, wenn so viel Leben rausdroppt, dann denkt man sich halt auch so, das hat sich doch gelohnt, diese Route zu öffnen. Natürlich braucht man halt dafür auch wenig Leben. Hey, didn't I just kill your brother? Oh, dumme Idee. Den habe ich aber gerade geblockt.
Das war dumm, dass es das gerade nicht gemacht hat. Und... Ah. Perfekt. So. Schauen wir doch mal. Zenobia. Renato slinked through Zenobia's ship, making no sound at all. Where were her guards? Finally, he reached her bedroom. She was curled up on her bed. Oh, he'd forgotten how beautiful she was. How sleek. How soft. He tapped her on the shoulder with his sword. She vanished. And he suddenly noticed he couldn't move except his mouth. In fact, soon he couldn't keep his mouth shut. He told Zenobia everything. Skyripper, the Iblistone, even where the secret rebel base was, until he was hoarse. It was some kind of truth spell. A talky truth spell. She called her father by Farspeaker Toad and filled His Majesty in. But why didn't he get the core? Croaked the Farspeaker in something like His Majesty's croak. Because I missed you, darling. Renato grinned. He doesn't even know why, frowned Zenobia. That makes no sense. It's a trap, shouted the Emperor. I'll meet you at the outpost, and I'll bring my interrogators. If Renato came face to face with the Emperor, maybe he could assassinate him. But maybe it would be smarter and safer to turn Zenobia against her father. Oh, jetzt wird's schwer. Jetzt wird's ziemlich schwer, was die Entscheidungen angeht. Gott, oh Gott, wir könnten uns mit dem Imperator treffen und ihn vielleicht töten. Wir könnten aber Zenobia dazu bringen, sich gegen ihren Vater aufzuspielen. Mann. Beides ist, glaube ich, doof. Okay, warte mal. Der Imperator war auf dem Weg zum Nexus. Renato konnte versuchen, eine Attentat zu verüben. Er würde mit Zenobia zum Nexus gelangen und dann entkommen. Oder er konnte Zenobia dazu bringen, sich gegen ihren Vater zu stellen. Er konnte ihr Beweise für den Wahnsinn ihres Vaters vorlegen, doch dazu musste sie den Wissenschaftlern auf dem Nexus einen Besuch abstatten. Er wusste genau, was er sagen musste, um sich bei ihr Gehör zu verschaffen. Das ist doof. Ich glaube, wir machen wenn dann das. Weil einfach jetzt den Vater umzubringen, ist ja dumm. Ich meine, guck mal, was würdet ihr machen, wenn ihr, also, versteht ihr, also so von der Logik her, macht das viel mehr Sinn, sie dagegen aufzuspielen, selbst wenn das nämlich nicht klappen würde, wäre es immer noch besser, als wenn wir einfach ihren Vater umbringen, zu dem sie so oder so in dem Moment halt noch Liebe empfindet. Na gut, meine Entscheidung seht ihr nächste Folge. Macht's gut, bis dahin, tschüss, euer Dace.